Ja, hi Leute. Viele von euch wollen wahrscheinlich ihre alte HDD, also Festplatte, ganz normal, hier in dem Fall eine 2,5 Zoll Festplatte, gegen eine neue SSD tauschen. Das heißt eine Solid State Disk. Bei dieser Festplattenvariante handelt es sich um sogenannten Flash-Speicher. Und der ist inzwischen relativ günstig zu haben. Zum Beispiel kostet diese 120 GB Festplatte bzw. SSD gerade mal um die 70 Euro derzeit bei Amazon. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und hierbei handelt es sich um die Samsung SSD 840 Serie. Und ich zeige euch in diesem Video kurz, wie das ganze Stück aussieht. Ich packe das gleich aus und auch wie die Ergebnisse sind im Windows-Bootvorgang, Programmstart und die gemessene Geschwindigkeit. Bei der Platte handelt es sich um eine SATA-Platte mit dem Dreier-Standard, also SATA 3. Angegeben hat Samsung, der Hersteller dieser Platte, diese 120er Variante mit 530 Megabyte pro Sekunde lesen und bis zu 130 Megabyte pro Sekunde schreiben. Das Ganze gibt es auch in der Variante mit 250 GB und 500 GB und die sind dann entsprechend schneller. Die 250 GB schafft bis zu 540 Megabyte in der Sekunde lesen und 250 Megabyte in der Sekunde schreiben. Und die 500 Megabyte Variante schafft 540 Megabyte in der Sekunde lesen und 530 schreiben, zumindest theoretisch. Bevor ich das Ganze aufmache, zeige ich euch mal kurz die Rückseite. Hier seht ihr nochmal die Informationen. SATA 3, 6 Gigabits pro Sekunde, kompatibel mit SATA 2 Standard mit 3 Gigabit pro Sekunde, pardon. Und hier die Schreibgeschwindigkeiten der verschiedenen Größen. Das Ganze ist hier versiegelt. Da haben wir einmal die SSD und auf der Rückseite haben wir noch ein kleines Handbuch. Garantiebedingungen. Werbeaufkleber, dass ihr eine SSD drin habt. Und Einbauanleitung. Mit einem Adapter kann man das Ganze also auch per USB verwenden. Hier seht ihr dann diesen entsprechenden Adapter. Das ist jetzt die Basic-Version, da liegt nichts weiter bei. Das ist jetzt nur die Festplatte. Ist entweder irgendwie Metall, würde ich sagen, fühlt sich ein bisschen an wie Kunststoff, aber es ist kalt und klingt auch blechern, das ist Aluminium. Und hier haben wir die SATA-Konnektoren für Strom- und Datenverbindung. Hier haben wir nochmal 120 GB, die Seriennummer, die Spannung, 1,7 Ampere nimmt die maximal auf. Und gleich seht ihr noch ein paar Messwerte dazu, beziehungsweise könnt ihr die direkt auch im Beitrag, der unten verlinkt ist, natürlich einsehen. Na ups, da hatte ich in der Verpackung doch glatt noch eine CD bzw. DVD versteckt. Und zwar ist hier die Software drauf, mit der ihr die Festplatte klonen könnt. Dann könnt ihr eure Systemplatte zum Beispiel direkt auf die SSD überspielen. Von Samsung direkt, eine Migrationssoftware. Und das Ganze sieht so aus. Mit der Software könnt ihr zugleich auch die Festplatte ein wenig tunen und optimieren, sowie Firmware-Update durchführen. Momentan gibt es aber keine aktuellere Firmware. Und bei wem die Migration der alten Festplatte nicht klappt, so wie bei mir, der muss sich andere Wege suchen. Meine Variante, die findet ihr im Blogbeitrag. Ja, nach dem Umstellen des ganzen Systems bin ich von einer Lesegeschwindigkeit von knapp 115 Megabyte pro Sekunde mit meiner alten, leicht lidierten HDD auf nunmehr 510 Megabyte pro Sekunde. Und die Schreibgeschwindigkeit hat sich etwas erhöht von ungefähr 109 auf 136 Megabyte pro Sekunde. Allerdings ist die Schreibgeschwindigkeit nicht so enorm wichtig, denn SSD hat ja auch den Vorteil, dass sie sehr, sehr schnell zugreifen kann. Statt
sagen wir 10 Millisekunden, 12 Millisekunden einer Festplatte, sind es in der Regel 1 Millisekunde oder einige Nanosekunden. Deswegen ist eine SSD auch viel schneller. Ja, lass mich mal kurz nachschauen. Ich habe das Ganze nochmal durchgemessen, was die Geschwindigkeiten angeht. Bei mir hat der Boot vorher 1 Minute 20 gedauert von dem Postscreen aus, bis der Desktop da war. Und jetzt mit der SSD sind es nur noch 45 Sekunden. Übrigens in den Ruhezustand bzw. in den Energiesparmodus, in der Ruhezustand, also Suspend to Disk, sollte abgeschaltet sein bei der SSD. Man sollte Suspend to RAM, den S3-Standard, benutzen. Der dauert jetzt nur so ungefähr 5 Sekunden, bis er in den Schlaf geht und so 12 Sekunden, bis der Windows-Desktop wieder da ist. Und Firefox hat bei mir vorher 27 Sekunden gebraucht, um zu starten. Jetzt sind es 2 Sekunden. Chrome hatte 20 Sekunden gebraucht und braucht jetzt nicht mal mehr 2 Sekunden. Und mein DVB Viewer Pro braucht statt 29 Sekunden auch nur noch 5 Sekunden. Der größte Unterschied ist bei mir jetzt beim Photoshop gewesen. Statt 2 Minuten und 8, muss man sich mal vorstellen, 2 Minuten und 8, braucht er jetzt 5 Sekunden, bis Photoshop gestartet ist. Das ist schon ein enormer Unterschied. Allerdings ist das nicht bei allen HDDs so. Meine Festplatte hat, wie gesagt, kleine Macken gehabt, hat schon 2 fehlerhafte Sektoren gehabt und 3 in der Schwebe. Und von daher war das allerhöchste Zeit, umzusteigen. Also mein erstes Resümee: Ich denke mal, der Umstieg lohnt sich. Preislich auf jeden Fall sehr günstig mit ungefähr 70 € und 120 GB reicht für eine Systemfestplatte in der Regel aus. Wer mehr braucht, muss halt mehr investieren. Die Preise werden weiter fallen, denke ich mal, in den nächsten Jahren, aber aktuell kann man sich auf jeden Fall leisten. Ich würde sagen, wenn ihr umsteigen wollt, kauft ihr euch. Ja, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann abonniert doch gerne noch meinen neuen Kanal hier und vielleicht auch meine Facebook-Seite. Bis dahin.